Das ist ein Museum mit Kuriositäten und es ist der letzte Standort in Großbritannien. Ich glaube, früher gab es mehr Standorte. Gehen wir rein. Das ist ein riesiges Wollknäuel mit einem Gewicht von 272 Kilogramm. Es wurde von Kindern einer Schule im Rahmen eines Mathematikprojekts hergestellt. Dieses Bild besteht nur aus Käfern und Schmetterlingen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Wenn man diese Statue hier berührt, dann soll das Frauen helfen, schwanger zu werden. Walter Hudson war früher der schwerste Mann der Welt. Er wog 635 Kilogramm. Er konnte sich nicht mehr bewegen und verbrachte deshalb viele Jahre in seinem Schlafzimmer, ohne das Haus zu verlassen. Später eröffnete er einen Versandhandel für Kleidung in Übergrößen. So sah sein Frühstück an einem ganz normalen Tag aus. 2 Packungen Würstchen, 12 Eier, 1 Pfund Speck und dazu Brot. Mittags gab es viele Burger und Pommes. Abends aß er Schinkensteak oder Hähnchenfleisch mit Kartoffeln und 4 ganzen Brokkoliköpfen. Angeblich trank er zu jeder Mahlzeit 6 Liter Erfrischungsgetränke. Das ist wirklich sehr schockierend, der arme Mann. Hier gibt es deformierte Tiere. Dieses Lamm hat 6 Beine. Das Reh hat 2 Köpfe. Obwohl dieses Kalb nur 2 Ohren auf seinen 2 Köpfen hat, hat es 4 Augen. So sieht angeblich der Fußabdruck von Bigfoot aus. Seht ihr einen Hasen oder eine Ente? Wir beschreiben jetzt einige Menschen und üben die Adjektivdeklination. Dieser Mann ist von Kopf bis Fuß stark tätowiert und modifiziert. Er hat eine Glatze und eine gespaltene Zunge, die er herausstreckt. Auch diese Frau ist stark modifiziert. Sie ist auffällig geschminkt und trägt Zahnimplantate, die wie Vampirzähne aussehen. Sie hat große Tunnel in ihren gedehnten Ohrläppchen. Sie trägt ein schwarzes Korsett, einen dunklen Rock, Nähstrümpfe und schwarze Stiefel. Hier gibt es eine interessante Geschichte aus Basel. Die Schweizer waren entsetzt, als ein junger Hahn ein Ei legte. Der Hahn wurde angeklagt und wegen Hexerei öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Alle glaubten, dass der Hahn in Wirklichkeit ein verkleideter Zauberer war. Hier steht: Berühre mich, ich beiße nicht. Oh, das bewegt sich, das habe ich nicht erwartet.
Das ist Herr Ripley. Er ist der Erfinder von Glaube es oder nicht. Diese Hand ist unglaublich groß. Sie kann ein Dutzend Eier halten. Dieses Hochzeitskleid besteht aus Toilettenpapier. Das ist sehr cool, sehr einzigartig. Dieses Gemälde wurde nur mit Lippenstift gemalt. Die Künstlerin küsste die Leinwand viele Male, um dieses Bild zu erschaffen. Dieses Bild wurde in ein Telefonbuch geschnitzt. Diese Kirche besteht nur aus Streichhölzern und der Künstler hatte sogar Arthritis. Diese Frau aus Mexiko wurde mit einer Größe von nur 18 cm und einem Gewicht von 227 Gramm geboren. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 51 cm groß und wog nur 2,3 Kilogramm. Mit 26 Jahren war sie kleiner als ein durchschnittliches Neugeborenes. Die Frau verdiente $700 pro Woche mit Zirkusauftritten und konnte sich eine große Ranch und teure Kleidung leisten. Sie ist die kleinste Person, die je gelebt hat. Hinter der kleinsten Frau der Welt steht der größte Mann der Welt. Dieser Zirkusartist konnte 3 Bälle in seinen Mund legen und gleichzeitig pfeifen. Was für ein interessantes Bild! Es besteht aus vielen kleinen bunten Münzen. Sie wurden nicht künstlich gefärbt. Die unterschiedlichen Farben entstanden durch Licht und Abnutzung des Materials. Ich drücke den Knopf, um den Kopf zu drehen. In den Schöpfungsgeschichten der Völker der Sepik-Region in Neuguinea heiratete die erste Frau der Welt ein Krokodil. Sie bekam abwechselnd Menschenkinder und Krokodile. Die Krokodile fraßen alle Menschenkinder, die sie finden konnten. Doch einige Kinder konnten entkommen und töteten die Krokodile. Am Ende gab es mehr Menschen als Krokodile. Das Krokodil ist für die Menschen in Neuguinea ein gefährliches Tier. Es wird aber auch wie ein Gott verehrt. In Neuguinea nutzte man Hundezähne als Währung. Ein Zahn war so viel wert wie 100 Kokosnüsse. Die Zähne wurden meistens nach dem Tod des Hundes entfernt und zu Ketten oder Gürteln verarbeitet. Eine ganze Kette aus Hundezähnen, wie man sie hier sieht, reichte sogar aus, um eine Frau zu kaufen. Die Jivaro-Indianer aus Ecuador schrumpften die Köpfe ihrer Feinde, um Mut und Tapferkeit zu zeigen. Dafür schnitten sie den Nacken auf, zogen die Haut vom Schädel und entfernten den Knochen. Dann wurde die Haut wieder zugenäht. Anschließend füllten sie heiße Steine und Sand hinein und kochten den Kopf in einer Kräuterbrühe. Zum Schluss wurde er über Feuer getrocknet, bis er lederartig aussah. Hier sieht man eine Waffe aus Haifischzähnen. Ich gehe die Treppe hinunter. Oh, das ist ganz schön wackelig. Es gibt überall richtig schöne Schilder und nachts sind sie sogar beleuchtet. So sieht es nachts aus. Dieser Fish-and-Chips-Laden zeigt stolz seine gute Bewertung in der Lebensmittelhygiene. Er hat die Höchstwertung von 5 Punkten bekommen. Hier fährt die Straßenbahn, deshalb muss man in beide Richtungen schauen.
Das Tauchen oder Springen von diesem Pier ist verboten. Wir besuchen jetzt das Aquarium. Ich zeige auf das Aquarium. Hier gibt es viele kleine Fenster, in die man seinen Kopf stecken kann. Das ist sehr entspannend. Die Fische schwimmen um mich herum. Das sind Stachelrochen. Sie sehen sehr elegant aus, wenn sie schwimmen. Das ist mein Lieblingsfisch. Er sieht richtig süß aus. Das ist ein Dickbauchseepferdchen. Es ist nicht schwanger, es hat einfach nur einen dicken Bauch. Die Feuergarnele sitzt auf dem Kies. Rechts von ihr sieht man eine Gruppe von Quallen. Die Quallen liegen auf dem Rücken mit den Tentakeln nach oben. Hier gibt es noch mehr Quallen. Man kann auf einen Knopf drücken, um die Farbe der Aquariumbeleuchtung zu ändern. Das sind Piranhas. Trotz ihres Rufs sind sie meistens Aasfresser und jagen nur, wenn sie müssen. Ich gehe durch den Tunnel. Die Schildkröten werden gerade gefüttert. Hier sieht man einen winzigen Seestern. Ich liebe diesen Tunnel, das ist mein Lieblingsteil des Aquariums. Ich beobachte die Tiere. Diese Riffhaie haben in ihrem Leben nie aufgehört zu schwimmen. Seit ihrer Geburt bewegen sie sich ununterbrochen, rund um die Uhr. Sie müssen sich ständig bewegen, um atmen zu können. Sobald sie aufhören zu schwimmen, hören sie auch auf zu atmen. Ein Mitarbeiter hat erzählt, dass die Haie zum Schlafen nur eine Hälfte ihres Gehirns abschalten. Eine Gehirnhälfte ruht sich aus, während die andere wach bleibt. Das wechselt sich ständig ab. Nur wenn sie auf Nahrungssuche sind, nutzen sie ihr gesamtes Gehirn. Danke fürs Zuschauen und bis bald!